Hallo meine Lieben, heute habe ich eine Idee für euch für einen Geschenkanhänger, wenn ihr gerne auch mit Siegel arbeitet. Und was ich da machen werde, seht ihr gleich nach dem Intro. Für das heutige Video wollte ich so ein paar Sachen miteinander verbinden, um euch zu zeigen, wie ihr einen süßen Geschenkanhänger machen könnt, einfach so als kleine Inspiration. Und da habe ich auf ein 200 Gramm Papier, das ist der Eisbär Walter, da habe ich verschiedene Größen ausgedruckt, die ich für verschiedene Projekte verwendet habe. Hier habe ich also einen mittelgroßen, dann auch vom Designpapier ein Stück. Dann habe ich hier noch so ein Pergamentpapier von Arthos. Und das alles habe ich ganz einfach mit dem Hebelschneider kurz zurechtgeschnitten. Ich sage euch auch die Größen, falls ihr das gleich groß machen wollt. Das größte Element hier, also der Hinterteil von diesem Geschenkanhänger, ist 5,5 cm in der Breite und in der Höhe sind das 10 cm. Dann kommt der Eisbär hier drauf. Der ist 4,7 cm und in der Höhe haben wir hier 6,9 cm. Und es hat keinen bestimmten Grund, warum was wie groß ist. Ich habe einfach geguckt, dass das Pergamentpapier und der äußere gleich breit ist, dass das hier so ein bisschen kleiner ist, respektive mit dem habe ich angefangen. Ich habe eine Größe gehabt, wo ich gesagt habe, den Eisbär will ich. Und dann habe ich das einfach aufs Papier draufgelegt und habe geguckt, wie groß ich hier den Abstand ringsherum haben will. Und oben brauche ich ein bisschen mehr Platz, weil das Pergamentpapier hier oben dann mit einem Siegel befestigt wird. Von dem her, deshalb die Größe. Von dem her ist auch das hier 5,5 cm in der Breite und in der Höhe sind wir hier bei 8,5 cm. Dann habe ich noch ein bisschen Geschenkband. Ich habe beim hinteren Teil des Anhängers habe ich auch schon Löchlein reingemacht. Da habe ich hier ganz einfach so eine Lochstanze verwendet. Und jetzt können wir schon mal den Eisbären hier auf das Geschenktag drauf machen. Notizen hinten drauf ist auch immer schön für Videos, spielt keine Rolle, man sieht es nachher nicht mehr. Ich habe hier einfach so einen Roller mit Klebepunkten. Und so klebe ich das Ganze hier drauf. Und jetzt gucke ich einfach, dass ich unten und auf beiden Seiten denselben Abstand habe. So. Und so kann ich das feststreichen. Jetzt, bevor ich das Pergament drauf mache, will ich da was drauf stempeln. Ich wollte eigentlich mit dem Printmaker das machen, aber was ich gemerkt habe, ist, dass das Pergamentpapier, das ist zu viel Tinte für das Pergamentpapier und egal auf welcher Seite, das läuft aus. Deshalb dachte ich mir, Stempeln ist besser, weil beim Stempeln, wenn ich mit einer Archival Ink stemple, habe ich dieses Problem nicht. Ich verwende die Stempelhilfe einfach, damit ich das dann schön platzieren kann und falls irgendetwas schief läuft, ich das auch nachstempeln kann. Weil so ein Pergamentpapier ist ja nicht zwingend günstig, ne? Und wenn diese Stempelhilfe, wenn das neu für euch ist, da habe ich auch schon ein Video gemacht. Das findet ihr auch bei mir auf dem Kanal. Jetzt will ich kurz gucken, was am besten aussieht. Hier oben kommt Siegel hin. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn das schräg ist. Machen wir schräg. Das heißt, ich
das so hier drauf packen. Und wie gesagt, es ist keine Solvent Ink, sondern es ist eine Archival Ink. Und da sollte mir das Ganze nicht verschmieren. Und hier noch ein Tipp, wenn ihr mit einer Archival Ink hier drauf geht, bringt ihr das mit normalem Wasser nicht weg. Dann könnt ihr so einen Stas-On Cleaner nehmen, da drauf gehen, das dann so abwischen und somit bekommt ihr das wunderbar wieder sauber. Ne? Und ihr seht hier drauf, das läuft nicht aus. Ne? Und was ich jetzt schon mal mache, ist, dass ich das hier oben drauf klebe, weil ich nicht will, dass das nachher verrutscht. Und da da eh ein Siegel drauf kommt, sieht man diese Klebepunkte dann nicht nachher. Bei Pergamentpapier ist ja immer so ein bisschen schwierig, das irgendwo drauf zu bringen, weil es eben durchsichtig ist und man so jetzt zum Beispiel diese Klebepunkte hier oben sehen würde, ne? Wo man natürlich nicht. Jetzt, was ich hier oben in die Ecke eben bringen will, ist ein Siegel. Ich habe hier so weiße Siegelwachsperlen. Damit werde ich das machen. Ich habe ein Siegel machen lassen mit meinem Logo drauf. Finde ich natürlich ganz cool. Und normalerweise würde ich ja das so auf eine Silikonform machen und den dann nachher draufkleben, aber da ich hier das Pergamentpapier mit dem normalen Papier gleich verbinden will, werde ich das Siegel hier gleich drauf bringen. Ist ein bisschen risikobehaftet, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das gut kommt. Ich werde zuerst kurz einen Test machen und wenn er gut kommt, dann gehe ich direkt hier auf das Geschenk, auf den Geschenkanhänger drauf. Ich habe jetzt bei dem zum Beispiel gemerkt, dass das zu wenig Wachs war. Von dem her kann ich da jetzt 3 reinmachen und dann sollte das passen. Den kann ich wieder verschmelzen, also das ist nicht verloren. Ihr könnt das einfach quasi aufbrechen, aufschneiden, zerreißen und dann ganz einfach mit dem restlichen Wachs nochmal da reinmachen und wieder aufheizen und verflüssigen, ne, das geht. Und beim Siegel habe ich natürlich geguckt, weil ich habe ja eine bestimmte Ausrichtung. Deshalb habe ich hier unten einen schwarzen Strich gemacht, damit ich weiß für mich, wenn ich stemple, muss ich so stempeln, wenn ich dann nachher hier drauf gehe. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why. Ich würde sagen, das passt. Ist ja immer noch selbst gemacht. Ist nicht perfekt, aber passt für mich. Weil jetzt hängt das Pergamentpapier hier schön dran. Jetzt nehme ich hier noch mein Geschenkband. Das fädle ich hier durch. Wenn es denn will. So. Und dann gehen die beiden Enden durch die Schlaufe durch. Und dann kann ich das hier festziehen. Und so habe ich einen kleinen Geschenkanhänger. Und ihr seht den Digi-Stamp seht ihr quasi durch das Pergamentpapier hindurch. Oben ist es festgemacht mit einem Siegel und ich kann es trotzdem aufklappen. Sehe den Eisbären, aber trotzdem kann ich vorne mit einer Schrift was drauf stempeln. Ne? So ein kleines, süßes Geschenktag. Ich versuche es euch von nahem zu zeigen.
Das heißt, je höher oder je mehr sich das Pergamentpapier vom Geschenktag entfernt, desto weniger sehe ich vom Eisbären. Wenn ich es drauf drücke, sehe ich ihn. Ne? Ich finde das immer so einen coolen Effekt. Das heißt, man erkennt eigentlich, was dahinter ist, aber man sieht es nicht vollständig. Kann dann aufklappen und dann sieht man den. Und hinten, da das weiß ist, könnt ihr da auch immer noch etwas drauf schreiben. Das ist nur eine Variante, wie ihr das machen könnt, ne, mit diesem Siegel. Ich gebe euch auch noch kurz eine andere, die ein bisschen simpler ist, ohne den Siegel. Weil ihr könnt ja solche Pergamentpapiere, könnt ihr auch mit Eyelets, ich habe die von We Are Memory Keepers, ne, passend zur Crocodile dazu. Und ich habe super gerade eine passende Farbe dazu. Jetzt mache ich hier kurz den Eisbären auch zuerst auf die Karte drauf. Da bin ich einfach ein bisschen kleiner gegangen, weil ich den Eisbären ein bisschen kleiner hatte. So, dann können wir hier oben haben wir die 1/16, hier die 3/16 und ich brauche hier das 3/16 Loch und versuche hier natürlich die Mitte zu treffen. Halt mit Pergamentpapier wäre besser, ne? So, jetzt halte ich das so einfach fest, wie das nachher sein soll. Und mache hier zuerst das Loch für die Schnur, versuche möglichst mittig das zu stanzen. Dann können wir hier das Eyelet schon durchstülpen. Sollte eigentlich passen von der Größe her. Eng, aber passt. So, und dann kurz gucken. Hier muss es drauf. Dann sollten wir das zusammenpressen können. Ich habe fast ein bisschen festgedrückt, aber es sitzt auf jeden Fall. Können wir auch hier ein Geschenkband nehmen, das durchfädeln. Und dann habt ihr auch hier einen kleinen Geschenkanhänger, auch wieder mit dem Pergamentpapier, mit dem kleinen Stempel drauf. Und wenn man das Pergamentpapier dann anhebt, sieht man auch den Eisbären und hier sieht man den schon ein bisschen durch. Auch das finde ich eine coole Variante für die Geschenkanhänger. Ne? Hier diese beiden Varianten. Eins mit dem Siegel des Pergamentpapier festgemacht und eins nur mit dem Eyelet. Ihr könnt natürlich mit den Siegeln noch ganz andere Sachen machen. Das müssen nicht Digi-Stamps sein, das muss auch nicht jetzt hier irgendwas so Süßes sein, sondern da könnt ihr auch irgendwas zum Beispiel auf dem Pergamentpapier den Namen in eine schöne Schrift draufdrucken. Ich würde da eher auch mit einem Tonerdrucker gehen und dann sowas einfach auf ein blankes Stück Bastelkarton machen. Finde ich auch immer extrem schön und das dann mit einem Siegel festmachen. Also ganz viele Möglichkeiten. Das hier war nur eine Idee, die ich mit euch teilen wollte. Das war auch schon das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video und die Idee gefallen und ihr habt da Lust, es selber auszuprobieren und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! Everyone's having a good time. I hear those jingle bells, people singing about love.